Hey, schön, dass du da bist. Wirklich. Mein Name ist André. Weißt du, es gibt diesen einen Punkt, über den kaum jemand spricht. Nicht, weil er selten ist, sondern weil er wehtut. Hey, was ist eigentlich, wenn du eine Grenze setzt, ruhig, klar, ohne Vorwurf, und sie wird trotzdem nicht gehalten? Nicht einmal, nicht aus Versehen, sondern immer wieder. Und du sitzt da und merkst, ich habe mich verändert. Ich bin ruhiger geworden. Ich habe Verantwortung übernommen. Und trotzdem ändert sich gerade nichts. Das ist so ein Moment, der viel mit einem macht. Nicht laut, nicht dramatisch, sondern leise. Du beginnst zu zweifeln, nicht nur am anderen, sondern an dir. Vielleicht kennst du diesen Gedanken. Bin ich zu empfindlich? Erwarte ich zu viel? Muss ich einfach noch geduldiger sein? Hey, genau hier wird es gefährlich. Denn viele Täter haben gelernt, sich selbst zu relativieren, ihre Wahrnehmung klein zu machen. Nicht aus Stärke, sondern aus Schuld. Schuld flüstert: Du hast kein Recht auf Grenzen. Du hast Fehler gemacht, also halt mehr aus. Und wenn du ehrlich bist, kennst du diese Stimme. Aber weißt du was? Eine Grenze wird nicht dadurch falsch, dass du früher Grenzen verletzt hast. Im Gegenteil, gerade weil du Verantwortung übernommen hast, darfst du heute klarer sein. Und hier kommt etwas, das viele missverstehen. Grenzen sind keine Strafe, kein Druckmittel, kein verstecktes Ultimatum. Eine Grenze ist erst dann reif, wenn sie auch gilt, wenn der andere sie nicht mag. Vielleicht hast du deine Grenze gesagt. Ruhig, ohne Druck, ohne Vorwurf. Und vielleicht ist nichts passiert. Oder schlimmer, sie wurde einfach übergangen. Und ohne dass du es merkst, wird die Grenze zur Hoffnung. Du wartest innerlich, dass der andere sie doch noch respektiert. Aber hey, eine Grenze, die nur gesagt wird, aber nicht gelebt wird, ist keine Grenze mehr. Sie ist ein Wunsch. Und Wünsche schützen nicht. Ich weiß, das ist hart zu hören. Aber genau hier entscheidet sich etwas, ob du dich selbst wirklich ernst nimmst. Konsequenz muss nicht laut sein, nicht hart, nicht strafend. Hey, Konsequenz heißt nicht, jetzt werde ich kalt oder jetzt entziehe ich Liebe. Konsequenz heißt, ich verändere mein Verhalten, weil ich mich ernst nehme. Nicht, weil ich etwas erzwingen will. Vielleicht wirst du weniger verfügbar. Nicht aus Kälte, sondern aus Selbstschutz. Vielleicht beendest du Gespräche, wenn sie respektlos werden. Ruhig, ohne Drama. Vielleicht erklärst du dich nicht mehr jedes Mal neu. Nicht, weil du nichts mehr fühlst, sondern weil du dich nicht mehr rechtfertigen musst. Und ja, das fühlt sich ungewohnt an, weil du gelernt hast, Nähe zu halten, selbst wenn es dich kostet. Aber gewaltfrei lieben heißt nicht nur, den anderen keinen Schaden zuzufügen. Sie heißt auch, dir selbst keinen zuzufügen. Eine Grenze ist kein Rückzug aus Liebe. Sie ist ein Schritt in Würde. Und trotzdem bleibt diese Angst. Was, wenn der andere dann geht? Was, wenn das alles war? Diese Angst ist real und sie darf sein. Aber du musst sie nicht wegdrücken, nicht wegatmen, nicht wegmeditieren. Und genau hier kommt Gott für mich ins Spiel. Nicht als Lösung, nicht als Antwort, sondern als Halt. Ich bete nicht, mach, dass der andere bleibt. Ich bete, halte mich, wenn ich bei mir bleibe. Bewahre mich davor, hart zu werden. Bewahre mich davor, bitter zu werden. Denn Bitterkeit ist der wahre Rückfall. Vielleicht stehst du gerade genau hier. Und wenn ja, dann bist du nicht gescheitert. Du bist an einem Punkt angekommen, an dem Liebe nicht mehr ohne Selbstachtung geht. Und weißt du, das ist kein Ende. Das ist ein Übergang.
Wenn dich das gerade trifft, bleib hier. Schreib mir gerne in die Kommentare, was für dich im Moment am schwersten ist. Abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und bleib dran. Gib dich nicht auf. Wir gehen diesen Weg Schritt für Schritt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.